Von Tanga aus durchfahren wir nun die Straße von Gibraltar und kommen über Nacht weiter in Richtung Osten durch das Mittelmeer voran. Am darauffolgenden Tag erreichen wir die von Marokko umgebene spanische Exklave Melilla, ein Teil der EU auf dem afrikanischen Kontinent. Die zentrale Plaza de España macht diese Tatsache ebenso unmissverständlich deutlich wie die sie umgebenden Gebäude im prächtigen spanischen Jugendstil. Bestes Beispiel hierfür ist die Casa Melul, von dem gleichnamigen Bürger der Stadt in Auftrag gegeben. Architekt des Gebäudes war ein Schüler von Antoni Gaudí, Enrique Nieto, dessen Denkmal sich seinem Meisterwerk von der gegenüberliegenden Straßenseite aus zuzuwenden scheint. Ein Spaziergang durch die Straßen der Stadt ist überaus lohnend. Weitläufige und gepflegte Parkanlagen tragen zum überaus angenehmen Ambiente der Stadt bei. Nachdem wir noch einige der unwiderstehlichen Leckereien in einer Bäckerei einer Kostprobe unterzogen haben, geht es dann schon am frühen Nachmittag wieder weiter, denn eine längere Strecke auf See liegt nun vor uns. Nach Einbruch der Dunkelheit nähern wir uns zunehmend der Baleareninsel Ibiza, deren Hafen wir im Laufe des nachfolgenden Vormittags erreichen. Unübersehbar ist schon bei der Anfahrt die mächtige Festungsanlage der Inselhauptstadt Eivissa. Danach machen wir uns auf den Weg zu einer kleinen Inselrundfahrt, die uns zunächst vorbei an den weitläufigen Salinen und anschließend zum südlichsten Strand der Insel führt. Die Salinen gehören zu den bedeutendsten Salzgewinnungsgebieten des Mittelmeerraumes und wurden schon von den phönizischen Karthagern genutzt. Etwas weiter südlich stoßen wir auf den von Pinienwäldern gesäumten Strand Las Salinas, der mit glasklarem Wasser die Badegäste anlockt. Danach machen wir uns wieder auf den Weg in Richtung des Inselinneren. Inmitten einer hügeligen Landschaft liegt hier das traditionelle Dorf San Josep, das zu einem längeren Spaziergang einlädt. Als erstes fällt uns hier die im ibizenkischen Stil weiß getünchte Kirche auf, deren Fassade mit einem großen Portikus, 2 Arkaden und einem Glockenturm überaus ansprechend wirkt. Danach genießen wir die entspannte Atmosphäre bei einem Spaziergang durch das Dorf.
Etwas später setzen wir unsere Tour zunächst in westlicher Richtung fort und wenden uns dann nach Norden, um einen weiteren Stopp in der Hafenstadt Sant'Antoni einzulegen. Hier erinnert ein ungewöhnliches Denkmal an die Legende vom Ei des Kolumbus. Als zusätzliche Besonderheit hat man dessen Schiff Santa Maria mit dem Bug in Richtung Amerika zeigend ins Zentrum gesetzt. Ein Spaziergang rund um das hübsche Hafenviertel rundet unseren Aufenthalt ab. Am späteren Nachmittag schließen wir den Kreis unserer Rundfahrt und kehren in die Hauptstadt Eivissa zurück, wo unser Schiff schon für die abschließende und letzte Etappe unserer Tour rund um die Iberische Halbinsel wartet. Gegen Abend verlassen wir Ibiza in nördlicher Richtung und erreichen in einer weiteren nächtlichen Überfahrt am darauffolgenden Morgen mit Barcelona die Hauptstadt Kataloniens. Hier steht uns nur noch ein Transfer zum Flughafen der Stadt bevor, von wo aus wir nach einer rundum gelungenen Reise den Rückflug in die Heimat antreten.